Willkommen! Kennt ihr Sophie Schneider? Sie war eine deutsche Malerin in einer Zeit, in der Frauen in der Kunst kaum Anerkennung erhielten. Sophie Schneider schaffte es, aus bäuerlichen Verhältnissen kommend, gemeinsam mit ihrer Schwester Betty als angesehene Malerin zu bestehen. Ihre Werke fangen die Landschaft und den ländlichen Alltag des frühen 20. Jahrhunderts ein. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Geboren 1866 in Brüchlingen, wuchs sie in einer bäuerlichen Familie in einem seit Jahrhunderten bestehenden Bauernhof mit insgesamt 7 Geschwistern auf. Schon früh wurde sie zur selbstständigen Entscheidung gedrängt. 1890 ging sie in die Schweiz, unterrichtete Deutsch und arbeitete in einer Fremdenpension. Nach Aufenthalten in Paris, London und einem Gut in Irland, wo sie ihre Leidenschaft für die Malerei entdeckte, kehrte sie nach Deutschland zurück. Sie nahm Malunterricht in Hannover, reiste nach Italien, ließ sich in Berlin nieder und richtete dort ein Atelier zusammen mit ihrer Schwester Betty ein, die auch Malerin war und mit der sie gemeinsam als Malerschwestern bekannt wurde. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, kehrte sie zurück nach Brüchlingen, organisierte Hilfe und Pflege für Verwundete. Dafür wurde sie mit dem Charlottenkreuz ausgezeichnet. Ihre Schwester Betty verstarb 14 bis 15 Jahre vor ihr. Und sie starb schließlich 1942 im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit in ihrem Heimatdorf Brüchlingen. Schauen wir uns nun ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil zeichnete sich durch ein Streben nach höchster Naturnähe aus, gepaart mit leuchtenden Farben und häufigem Einsatz von Mischtechniken, etwa Öl gemischt mit Kohle oder Kreide auf Karton oder Leinwand. Ihre Motive umfassen vor allem Landschaften, Alltagsszenen, Porträts und religiöse Motive. Zu ihren bekanntesten Werken zählen das eindrucksvolle Gemälde Drei Marias, das intime Porträt ihres Vaters sowie französische Kriegsgefangene, das Empathie vermittelt und zugleich auf die Zeitgeschichte verweist. Auch arbeitete sie als Illustratorin für die amerikanische Autorin Lenore Elizabeth Mouletz und ließ deren Natur- und Tierwelten in den Büchern Bird Stories und Flower Stories durch ihre Zeichnungen lebendig werden. Insgesamt hinterlässt sie ein umfangreiches Lebenswerk mit über 200 Gemälden. Viele sind erhalten in Privatbesitz oder in regionalen Museen. Ihr eigenständiges künstlerisches Schaffen geriet lange in Vergessenheit, wird heute jedoch zunehmend auch als Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung neu gewürdigt. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Sophie Schneider gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.